Tag zusammen. Hallo. Wir haben Post bekommen und ja, es sind ein paar Paketchen. Ein Paket haben wir schon ausgepackt, das ist dieser Ständer hier. Und zwar haben wir Post bekommen von Cloven. Und heißt Post bekommen, also wir arbeiten ab jetzt mit Cloven zusammen. Und die haben uns einen ganz tollen Pizzaofen geschickt. Und den werden wir jetzt mal auspacken. Also wir haben Sperrgut bekommen. Das ist, genau. Also es ist heftig. Also wiegt doch einiges, es ist ganz viel Gewicht. Also ist schon krass, was da alles kam. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Den Ständer habe ich schon aufgebaut, weil er war ein bisschen kleinteilig. Aber der ist unheimlich massiv. Also Wahnsinn, was du da an Material bekommst. Und ja, ich würde sagen, ich hebe mal das Ding auf den Tisch, dann packen wir mal den Pizzaofen aus. Also selbst ich als Frau habe gesagt, die Schrauben, die da mitgeliefert wurden, die sind besser als die, die du im Baumarkt bekommst. Und das heißt ja schon was. Das war. So. Jetzt versuche ich am besten hier raufbekommen. So, schon sieht man mich nicht mehr. Ich lege mal flach hin. So. Wie viel Kilo wiegt denn das Teilchen? Also der Ofen allein hat 32 Kilo. Und, Ja. aber ohne die Schamottsteine, die sind nur im Extrapaket. Also das ist schon einiges an Gewicht, also einiges an Qualität. So. Ich brauche ein Messer. Ich komme jetzt wieder. Also die Jugend von heute wird sagen, stabil. Ich habe gerade gesagt, also die Jugend von heute würde sagen, stabil. So, es kommt das, was du am meisten liebst, Schatz. Styropor. Oh Gott. Das ist jetzt echt hart, ne? Das ist jetzt extrem ekelhaft. Vor allen Dingen, wenn du das so lieblos und so laut aufeinander schmeißt. Na, guck mal, hier ist sogar, kannst du QR-Code scannen und dann findest du die Anleitung dafür, wie du es am besten zusammenbaust. Aber ich bin ein Mann, ich krieg das so hin. Aber das ist schon alles mit Sinn und Verstand gemacht. Ja. Da sieht man wirklich, dass da wirklich sich auch Profis Gedanken gemacht haben. Jetzt bin ich aber überlegen, wie ich das am besten hier rausbekomme. Ich glaube, ich schneide es einfach hier auf. Ist hier auch noch raus. Geliebtes Styropor. Das ist ja wie so ein Schneewittchen-Sache. Wie so eine Matuschka. So. Ja, der Umkarton ist weg. Jetzt geht an den nächsten Karton. Wir arbeiten uns ran. Alter Vater. Ja, an einer guten Verpackung wurde nicht gespart. Wow. Komm mal grad bitte her. Das musst du dir mal. Ja, das ist ein Geschoss, oder? Alter Vater. Das ist Pizzaofen Next Level. So, dann probieren wir mal unfallfrei da rauszubekommen. Das wäre wirklich wichtig. Jo. Ja, das ist kein Reisekoffer. Nee, Das ist ein Pizzaofen für 2 30er Pizzen gleichzeitig. richtig. Oder eine riesengroße 40er. Oder mehrere kleine. Oder ein paar. Wie heißen noch mal diese Pizzen, die ganz kleinen, die TK? Piccolino, ne? Piccolino. Ja, da passen ungefähr 125 von rein. Ist gerade wie Weihnachten, ne? Wieso? Ich liebe da Sachen so auszupacken. Aber das ist auch wirklich schon imposant, ne? Also, Ja, das ist massiv. Deswegen gesagt stabil, ne? absolut. Dann würde ich sagen, ausgepackt ist das Glühvieh. Dann probieren wir das Teil mal auf seinen vorbestimmten Platz zu stellen. Ja. War einfacher, als ich dachte. Ja, wirklich. Also der sieht imposant aus, ist auch schön massiv gearbeitet. Aber vom Gewicht her, Hut ab. Sitzt du einigermaßen gerade, Schatz? Ja, finde ich schon. Oh. Dann
Plastik weg, geht weiter. Ich habe mir natürlich vorher schon mal ein paar Videos angeguckt. Bei Cloven selber auf der Seite, wir haben auch ganz tolle Videos, wo alles erklärt ist. Zum Beispiel über den Kamin hier anbringt. Hier ist der Kamin. Und hier ist ein Imbus und 2 Schräubkes. Und dann machen wir den gerade mal an. Kriegt eine Tüte rum. Und warum jetzt ein Kamin? Zuerst mal frage ich mich, warum wird jetzt der Imbus weggeschmissen? So Wahnsinn, weil das für Materialstärken sind. Das ist echt eine Wahnsinnsqualität, das merkt man jetzt schon. Ja, und dem Kunden wird eigentlich sehr, sehr viel Arbeit abgenommen. Ja. Weil so viele Arbeitsschritte sind es ja wirklich nicht. Ist Ne? so. Ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zum Wichtigsten, nämlich dem Pizzastein. Also Pizzastein ist ja falsch, ne? Pizzasteine. Weil welcher Pizzastein füllt das Ganze da alleine aus? Das wohl war. So ein bisschen vorsichtig sein hier. Ist auch alles drauf beschrieben, also daher weiß ich, was da drin ist. Aber das ist wirklich malen nach Zahlen. Ja, und wieder Styropor. Ah, guck mal hier. Boah. Wie vorsichtig sein. Alter. Da ist die Wicht dahinter. Also allein der Kofferraum wird mit dem Styropor und mit der Pappe voll und für den Wertstoffhof. Ja, da freuen sich die Jungs, die die Kappe da hochwerfen, ne? So. Diese Pizzasteine, Schamottsteine, bisschen aufpassen, die sind ein bisschen brüchig. Aber guck mal hier, wie dick das ist. Wahnsinn. Ja, dann bauen wir die mal ein, wa? So, und der nächste Pizzastein. Wahnsinn. Also allein durch die Dicke hier, also hoffe ich mir wirklich, dass wir einen wunderbar knusprigen Boden alles bekommen. Weil die speichern halt schön, die Hitze geben sie schön fleißig ab. Also Wahnsinn. Herrlich, da freue ich mich drauf wie Kleinkind, gleich die erste Pizza zu machen. Ja, das sehe ich dir im Gesicht an. So, und dann der letzte. Ja, super. Ja, guck mal hier rein, ey. Das ist ja wie eine Höhle. So. Ah, der kann auch noch weg. Dann hast du wieder eine Flasche Schiff bekommen hier. Wie ein Geschoss, ne? Wie du von draußen reinguckst. Wahnsinn. Ja, das ist schon eine andere Nummer. So, wir arbeiten uns vor. Der nächste Karton. Was ist denn jetzt da noch alles drin? Was sehen wir jetzt? Erstmal Papier. Oh, ich sehe schon was. Fangen wir mal hiermit an. Also, das ist nicht nur ein reiner Gasofen. Das ist ein Multifuel-Ofen. Multifuel heißt, wir können den auch mit Holz befeuern. Das heißt, du hast allein durch die Form und die Charakteristik von der Flamme, mit der er läuft, hast du wirklich wie in so einem richtigen Holzofen auch die Wärmeverteilung. Also hier haben wir jetzt unseren Holzkorb, sag ich mal, darin kannst du Feuer machen. Den kannst du dann einfach hier reinschieben. Und dann hast du hier wunderbar die Hitzeverteilung. Dann, den holen wir wieder raus, weil wir nutzen den erstmal mit Gas. Schön, dass wir hier so viel Platz haben. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der richtigen Besonderheit von dem Ofen. Nämlich, Also ich finde bis jetzt alles besonders an dem Ding. ja, aber das hier aus einer anderen Welt. Der Das Brenner. ist der Brenner. Der hat wahnsinnige 12 kW bei 50 Millibar. Und das ist schon, also sogar 12,1 kW steht hier. Also, wenn ich überlege, unser
Holzofen drin. Das ganze Haus heizt im Winter, wenn es sein muss. Der hat auch 12 kW. Ja, und das ist fast die Hälfte von unserer Gasheizung, oder? Jo. Also, da wird, glaube ich, gleich einiges brennen drin. Also ich bin gespannt. Solange der Teig nicht anbrennt, ist mir das Sehr egal. gut. Den werden wir jetzt mal installieren. Und dann geht's weiter. Mal Platz machen hier. Ach, guck mal hier. Oh, wie toll. Noch ein richtig schickes Holzbrett. Ein Pizzabrett. Wow. Sogar mit vorgegebenen Pizzaslices. Danke, Kloven. Knaller. Knaller. Schön. Aber auch mega stylisch, ne? Das sieht richtig cool aus. Also die haben auch echt einen weg. Ja, also, da passt alles zusammen. Ich hole mal gerade den Imbus, dann bauen wir halt um. Kriegst heute Kilometergeld. So, dann machen wir hier den Deckel ab. Das ist jetzt eine reine Schutzabdeckung, oder? Ja, wenn du jetzt mit Holz arbeitest, machst du den Brenner raus und machst dann dafür den Deckel wieder drauf. Und wenn du jetzt wie wir mit dem Brenner arbeitest, dann wird der einfach nur, ich schreibe ich mit, hier eingehangen und festgeschraubt. Also 2 Schrauben, schon ist der ganze Bums fertig. Das ist ein Wahnsinnssystem, oder? Total easy. So, fest ist er schon mal. Und zwar ohne Probleme. Also sagt eine Minute, bombenfest. Super. Ich finde aber auch die Höhe perfekt. Die Höhe ist super. Also gerade wenn du da Pizza einschießt und sowas, gut, du kriegst dafür verschiedene Tische halt. Ja. Aber auch kleine für Pigman. Also du kriegst dafür alles was. Also, Aber wenn ich überlege, wie du dich bei unserem alten Pizzaofen immer bücken und ducken oh musstest, ja. das ging schon manchmal in den Rücken, ne? Wenn man da so 12 oder 16 Pizzen durchgeschossen hat. Definitiv. Dann machen wir weiter hier. Da kommt gleich noch. Einzige, was nicht dabei ist, das muss man fairerweise sagen, ist ein Gasschlauch. Ja, das ist ja wohl das kleinste Problem, oder? Man muss auch dabei sagen, die Jungs kommen ja und Mädels kommen ja aus Slowenien und die schicken in die ganze Welt. Und es gibt verschiedene Systeme, deshalb voll und ganz. Und aber die paar Euro für den Gasschlauch. Ab in den Ganze- Baumarkt und in Richtig. 10 Minuten hast du den Schlauch gekauft. Deswegen demontieren wir gleich in Ruhe. Und wir heißt jetzt, hängen wir gerade noch ein Paket aus. Dann haben wir noch ein Paket. Wow. Auch sehr schick. Guck mal hier. Oh. Aber wunderschön. Wie nennt man das nochmal? Das ist ein Turning Peel. Turning Peel heißt, wenn da die Pizza drin liegt, kannst du damit die Pizza anheben und drehen. Weil die Hitze kommt ja oben drüber. Und dann hast du manchmal, das werden wir gleich sehen, beim alten Ofen war das schlimmer. Ich glaube, hier ist es weniger so schlimm. Da hast du Ecken, die nicht so warm sind. Mit dem Turning Peel kannst du dann einfach die Pizza wunderbar drehen. Immer dann der Hitze nach, dass du überall eine gleichmäßige Bräune hast. Ja, und dass es auch gleichmäßig knusprig wird, ne? Genau. Und das Schöne ist, aber ich sehe gerade, ich habe es zu tief montiert, man kann das normal hier reinhängen. Und das muss ich gerade noch umbauen, sehe ich. Das mache ich noch gerade schnell. Nee, da ist noch einer drin. Ach, ja, richtig. Hast recht, mein Schatz. Hier ist noch was drin. Hier sieht man nämlich den Griff. Ach, wie schön. Guck mal hier. Auch ein wunderschöner Pizzaschieber. Aus Holz. Aber. Ja, das ist ja genau meins, ne? Holz. Das sieht aber toll aus. Vorne schön scharf, das ist schön und die Pizza kann's. Aber wunderschön. Schön. Ich baue mal gerade die Halterung um, dann kann man auch zeigen. So, eins tiefer. So, das Schöne ist, wenn alles so massiv ist, kann man auch nochmal umbauen. Und jetzt, echt, das Tolle ist hier wirklich, die haben jetzt eine Haltevorrichtung mit eingebaut. Zwar schön, ob der Pizzaschieber auch hier reinpasst. Wäre natürlich cool. Ja, geil. Hast du ja in Ordnung. Ja, mega. Zeig doch mal. Hast du direkt hier rundherum das Wohlfühlpaket. Dann kannst du wunderbar alles festmachen. Hast du immer also an einem Platz, Ordnung. Ja, perfekt. Was wir noch dabei haben, um die Temperatur zu messen, so ein Infrarotmesser,
weil der Ofen macht ja bis zu 650 Grad wie nix. Und dann musst du ja irgendwann mal wissen, wo ist die Temperatur, damit ich auch einstellen kann. Ansonsten holst du da wirklich nur Briketts raus. Jo, ich würde sagen, ich stelle jetzt noch die Gasflasche an und dann würden wir das Ding mal zünden. Hier, das ist noch, da darf ich nur erschlagen, aber mal gleich das rein. Das ist, wie gesagt, der Booster. Der kommt hier vorne rein. Wird hier einfach nur eingehangen und der tut die Größe von dieser Öffnung reduzieren. Dadurch hält sich die Hitze besser da drin. Gerade wenn du Pizza machst, weil ein normaler Pizzaofen, der hat immer zwischen den einzelnen Pizzen hast du Wartezeit. Der nicht. Das heißt, Pizza raus, Pizza rein, nicht warten. Der Stein hat die Hitze, der Ofen hat die Hitze. Da haust du hier wirklich in 60, 70 Sekunden eine Pizza durch, wie nix. Und dann zeigt die nächste hinterher schiebt. Und jetzt will ich ein kurzes Zwischenfazit. Qualität? Wahnsinn. Aufbau? Das hier einfach. Hier sind ein paar Schrauben mehr, aber dafür, es muss ja auch einiges tragen. Super. Und die Optik? Geil. Ich wusste ganz genau, dass du das sagst. Ja, wir räumen mal gerade ein bisschen auf hier. Drin geht schon unser erster Pizzateig. Und jetzt werden wir das gleich erstmal den Gasstoff anklemmen. Und dann holen wir dich zum Anmachen wieder dabei. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Spüliwasser. Wir haben gerade den Schlauch und den Druckmineral angeschlossen. Druckmineral ist übrigens auch keiner dabei. Also Druckmineral und Schlauch muss der extra brauchen. Summa summarum 25, 30 Euro maximal. Jetzt habe ich hier ein bisschen Spüliwasser. Und das machen wir jetzt überall da, wo wir die Schraubverbindung festgedreht haben, ein bisschen drauf. Und dann drehen wir erstmal das Gas auf. Ohne Flamme, nur Gas aufdrehen. Wenn dann, ja, heißt es, sich da Bläschen bilden, Gas wieder zudrehen, festziehen, nochmal neu. Bis näher, wo wir Bläschen kommen, dann ist alles dicht. Vorher auf keinen Fall die Flamme anmachen. Das mache ich mal gerade und dann geht weiter. Und da ist er schon wieder am Putzen. Das muss ja schön ordentlich sein. Jo, Gas ist aufgedreht. Dann würde ich sagen, probiert die mal anzumachen, ne? Bisschen volllaufen lassen. Oh, wieder ausgegangen. Halt mal ein bisschen fest. Jetzt drehen wir den erstmal ganz runter, dass der ganz langsam warm werden kann, dass auch die Restfeuchtigkeit aus dem Stein rauskommen kann. Aber wenn du dem Stein jetzt zu viel Hitze am Anfang der gibst, kann es passieren, dass der reißt. Deshalb Minimum erstmal und brennen lassen. Also muss man das auf Minimum machen? Erstmal ja, am Anfang ja. Und dann lassen wir den erstmal eine Viertelstunde so brennen und dann nochmal eine Viertelstunde noch weiter. Bei höchster Hitze dann, das heißt, die ganzen Produktionsrückstände alles rausgeht und dann backen wir die erste Pizza. Ich bin gespannt. Und ich würde sagen, dann holen wir dich wieder dabei. Jo, jetzt ungefähr eine Viertelstunde rum. Wir haben jetzt gerade eben mal hochgestellt auf höchste Stufe, dass der auch jetzt richtig mal sich komplett frei brennt. Und jetzt messen wir mal, wo der schon ist. Ah, guck mal hier. 270. 370 kann ich lesen. 370, ja, 370. 350 sogar. Ist schön gleichmäßig, bisschen näher an der Flamme. Oh, guck mal, 400 schon. Da hinten auch 360. Also unheimlich gleichmäßig. Also wir lassen den jetzt noch eine Viertelstunde frei brennen. Der, wie heißt, schön alle Produktionsrückstände verbrennt. Und dann hauen wir die erste Pizza rein. Aber du hast eben gesagt, der Schornstein hat wirklich seine Berechtigung, ne? Richtig, also das ist wirklich das System dahinter. Dadurch, dass der Schornstein hier vorne ist, kommt hier ein Großteil der Hitze raus. Und hier vorne ist es noch relativ kühl. Klar kommt hier auch Hitze raus, aber nicht alles kommt vorne raus, sondern ein Teil geht auch nach oben. Und das ist wirklich angenehmer, wenn du hier arbeitest. Also haut dir nicht die Wimpern vorne weg. Richtig. Und auch zu sagen, also jetzt nicht erschrecken, du kannst den anfassen. Also, ich würde jetzt dauerhaft die Hand drauflegen, aber du kannst ihn wirklich berühren, ohne dich zu verbrennen. Hier ist sogar noch kühler, also der ist rundherum gedämmt. Also, man muss auch keine Angst haben, hier mit Hauswand oder sowas. Das ist echt Wahnsinn. Du kannst den wunderbar berühren, obwohl der innen drin schon über 400 Grad jetzt hat. Also ich freue mich auf die Pizza gleich. Ich auch. Ich höre jetzt auf zu labern, wir holen die Pizza und manchmal eine geile Pizza. Oder versuchen es zumindest. So, wir machen heute eine klassische Margarita zum Testen. Also wirklich nur, hier haben wir ein bisschen Fior de Latte, hier haben wir ein schnelles Tomatensößchen. Ups, hier haben wir eine Schere für nachher.
dann ein Parmesan, ein bisschen grünes Pesto und das war es schon. Also Genau. das ist jetzt Und nichts. unser Teig. Und unser Teig. Und dann versuchen wir mal unser Glück. Erstmal ein bisschen Semolina unten drunter. Einfach damit der Teig gleich besser zu formen ist. Dann unser Teig. Ich mache jetzt keine zu große Pizza, sondern einfach nur mal erstmal testen, wo die Reise hingeht und wie der Ofen ist. Also, wenn wir Pech haben, gibt es halt keine Eigentlich Pizza. ist es doch eine Opferpizza. Ja, ist eigentlich nur Opferpizza. Und wir hoffen einfach drauf, dass ein bisschen was wird, sodass wir es essen können. Richtig. Aber es wäre keine Schande und es wäre auch irgendwie vollkommen normal, wenn die hier in die Buchse geht. So sieht's aus, weil ich sag mal, neuer Ofen, neue Temperaturen, das ist immer so eine Sache für sich. So, wie immer wir versuchen mal eine neapolitanische heute hinzukriegen, ist ein neapolitanischer Teig. Den Rand nicht ganz so platt drücken, das nicht mit dem Nudelholz oder so, sondern wirklich nur versuchen. Aber wir mögen auch den ganz, ganz dicken Rand nicht so. Nee, wir mögen also diese Schlauchbrot-Rand, das ist unser Ding. Also, Außer wir haben ein Süßchen oder einen Dip dabei. richtig. So, soll mir jetzt reichen. Der Teig ist heute, muss ich ehrlich sagen, auch nicht ganz so geil. War ja auch eine kurz entschlossene Nummer, oder? Ja, also, wir machen bald mal ein vernünftiges Pizza-Video und dann zeigen wir auch, wie man einen Teig am Grill, im Backofen oder halt optimal im Pizzaofen machen kann. Eine schöne Pizza. Aber hier soll uns heute mal reichen. Ist jetzt zu groß jetzt. Passt so, ne? Passt. So, hier mal Platz machen. Und darauf ein bisschen Söschen. So. Das soll schon reichen. Dann ein bisschen Parmesan. Und dann unseren Für de Latte. Wenn sich einer fragt, was ist das für ein Käse? Für de Latte. Ist im Endeffekt ein Mozzarella, aber weißt du, der ist halt auf Kuhmilchbasis und geräuchert, ne? Richtig. Ja, unseres geräuchert. Ja. Also ich weiß nicht, ob die alle geräuchert sind, aber deswegen ist der so fest. Deswegen verliert der viel, viel weniger Wasser. Richtig. Und du hast halt ja keine so eine Wassersütsche da drauf liegen. Genau. Wir haben große Kugeln, die frieren wir immer ein, die sind eingeschweißt. Und die schneiden wir uns dann entweder in Streifen oder in Würfelchen. Und so wird die ganze Pizza perfekt. Hier unser Mozzarella stelle ich mal ein bisschen runter jetzt. Ja. Jetzt kommt der Moment, wo die Kuh das Wasser lässt. Und schauen wir mal. Ja, und mal sehen, ob das funktioniert. Ah, das geht schon ganz gut aus. Man sieht schon schön, wie die überall kommt. Ich hole dir mal ein bisschen Hitze weg hier. Also der hat Power. Der hat richtig Power. Ich würde sagen, so geht Pizza. Also, das ist mal krass. Eine hervorragende, richtig schnelle Pizza. Wahnsinn. Da war jetzt keine Minute. Jetzt noch ein bisschen Pesto drauf. Guck mal, der Boden. Und du sagst, der Teig wäre nichts geworden. Also ich finde den super. Sehr geil.
So, jetzt hier noch ein bisschen Pesto drauf. Schön machst du das. Ich gebe mir auch Mühe. So, dann schauen wir hier mal. Das brüht heiß jetzt. Guck mal hier. Wunderbar. Richtig toll. Ich habe mir garantiert im Mund jetzt, aber guck mal hier, guck mal, die steht sogar. Und guck mal unten drunter. Herrlich. Oh ja. Wir werden viel Freude haben. Viel Freude haben. Cloven, geil. Danke. Wir freuen uns wirklich auf das Ding hier. Ja, vielen, 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 vielen Dank. Und ich glaube, da werdet noch viel Gutes von geben. Wir kriegen Spaß. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.